Ja, grüß euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht es um das Thema Anyone Relay. Wir richten das Ganze mal ein, beziehungsweise zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert, was wichtig ist und letztendlich auch die Fragen, was man zum Beispiel damit verdienen kann. Und ihr braucht da nicht zwangsläufig das Relay. Ich zeige euch, was für Alternativen es gibt, bei Anyone so im Mining mit teilzunehmen. Bleibt einfach dran, gleich geht's los. Ja, da sind wir jetzt auch schon am Rechner angekommen. Und zwar ist es so, wenn ihr das Relay zum ersten Mal Betrieb nehmt, da ist noch QR-Code mit dabei. Das heißt, wenn ihr den QR-Code scannt, werdet ihr auf den Setup-Guide weitergeleitet. Der sieht dementsprechend so aus. Hier werden auch nochmal die Status-LEDs von eurem Relay dementsprechend erklärt. Und es ist ein Leitfaden dabei, wie ihr euch zum Beispiel mit Wi-Fi connectet. Das heißt, das ist ja auch nochmal ein Wi-Fi-Hotspot zusätzlich, mit dem ihr euch verbinden könnt. Und dann geht ihr dementsprechend die Schritte hier durch. Es ist wirklich nicht schwer. Also ich habe das auch relativ schnell hinbekommen, mit dem kleinen Unterschied, dass ich mich halt eben direkt mit LAN verbunden habe. Das heißt, ich habe das Gerät mit LAN angeschlossen. Ich kann ja dann in der Fritzbox gucken, das Gerät, das nennt sich auch Relay. Und dann habt ihr die Möglichkeit, direkt auf die IP-Adresse zuzugreifen, um dementsprechend das einzurichten. Es ist nicht schwer, Benutzername, E-Mail-Adresse und Wallet, Benutzername, E-Mail-Adresse könnt ihr euch dementsprechend selbst definieren. Und Wallet, ganz normale Ethereum-Wallet, könnt ihr euch aus Metamask rüber kopieren. Funktioniert dementsprechend auch ohne Probleme. Ja, hier in diesem Wizard wird es dementsprechend auch nochmal erklärt. Die Einrichtung ist, wie gesagt, extrem, ich sag mal so, wirklich extrem einfach und das bekommt ihr definitiv hin. Was wichtig ist, wenn ihr das benutzt, also wir gucken uns auch gleich nochmal das Relay-Setup an, was kein Relay ist, also kein Hardware-Relay. Ihr könnt eure eigene Hardware auch benutzen dafür, wo ein Linux-System läuft, also wie zum Beispiel auf Crankminer, das ist ja auch schon vorinstalliert. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Was wichtig ist, wenn ihr das macht, also ihr seht jetzt hier Portfreigaben. Hier habe ich noch eine alte Portfreigabe drin, damals aus dem Helium, seht ihr hier 44158. Das war dementsprechend mal so. Und ihr seht hier unten Relay ab 7, das so ergibt sich das System zu erkennen. Ihr seht hier meine IP-Adresse dementsprechend. Und ihr müsst, damit das Ganze funktioniert, das Port 9001 freischalten für TCP und UDP. Ansonsten funktioniert das dementsprechend auch nicht. Ja, also wichtig, TCP und UDP. Port 9001 muss freigeschaltet werden. Ich habe das bei mir auf der IPv4 dementsprechend freigeschaltet, damit das Ganze funktioniert, weil wie gesagt, wenn die Portfreigabe dementsprechend nicht da ist, das ist ganz wichtig, dann funktioniert das letztendlich auch nicht. Wieso, weshalb, warum erkläre ich euch natürlich jetzt auch noch in diesem Video. Wir switchen dazu einfach mal rüber aufs Control Panel. Das heißt, wir sind jetzt hier, ich mache es mal ein Stückchen größer, da könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser sehen. Das heißt, wir sind jetzt hier direkt aufgeschaltet auf meinem Relay. Das heißt, wir sind direkt auf Anyone drauf. Ihr seht es hier, einmal ist der Hotspot aktiv. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, mich zum Beispiel mit meinem Smartphone auf meinen Relay zu verbinden und dementsprechend das VPN-Internet zu nutzen. Ihr seht jetzt hier, das ist meine interne IP-Adresse, die dementsprechend vergeben wurde, ist an. Und ihr seht jetzt hier, das ist meine sogenannte Residential IP-Adresse. Die seht ihr dementsprechend hier. Und wichtig ist hier unten dieses OR-Port Reachable Flags. Also, das heißt, OR-Port, das ist dieser 9001, was ich euch eben gesagt habe. Dieser Port muss freigeschaltet sein, damit das Ganze auch funktioniert. Und diese Flags werden auch bald eine bedeutende Rolle spielen, weil je länger ihr dabei seid, oder auch je schneller eure Internetverbindung ist, desto mehr Flags bekommt ihr dementsprechend, desto mehr Rewards werdet ihr auch letztendlich bekommen. Ja, hier seht ihr nochmal dementsprechend mein Fingerprint, hier nochmal ein bisschen was zum System selbst. Das heißt, ihr seht hier nochmal quasi die Temperaturen von dem Teil sozusagen, ist aktiv, ist halt eben, wie gesagt, erst seit ein paar Tagen aktiv. Und hier seht ihr die Wallet. Die Wallet könnt ihr selbst definieren. Ganz normale Ethereum-Wallet könnt ihr aus Metamask rauskopieren. Und schon funktioniert das Ganze. Ja, ihr seht hier, das sind quasi die Relay-Einstellungen. Ihr seht hier zum Beispiel die Details, CryptoStars, also den Nickname und halt eben die E-Mail-Adresse könnt ihr euch selbst aussuchen, könnt ihr auch selbst definieren. Port ist halt eben 9001, soll das nicht funktionieren, könnt ihr auch mal 9002 zum Beispiel einstellen. Dann müsst ihr aber auch dementsprechend hier die Portfreigabe für 9002 einstellen, weil die Relays untereinander nur über 9001 kommunizieren sozusagen oder halt eben über den Port.
Genau, dann könnt ihr noch dementsprechend, das ist alles standardmäßig eingestellt, hier nochmal die Bandbreiteneinstellung sozusagen etc. Und viel mehr ist es halt eben nicht. Es gibt noch eine Relay Family. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mehrere Relays benutzt, noch ein Software Relay dazu etc. Und es gibt auch Proxy-Settings. Das ist bei mir jetzt mal deaktiviert, weil ich jetzt quasi erst frisch installiert habe. Das heißt, man kann auch dementsprechend schon direkt im Relay ein Proxy benutzen. Das heißt, damit es auch relativ sicher ist. Genau, so sieht es hier dementsprechend aus. Es gibt dann halt eben noch das Dashboard. Also das ist dashboard.anyone.io. Ihr meldet euch ganz normal mit Metamask an, also quasi auch mit der gleichen Wallet, die ihr dementsprechend hinterlegt habt beim Setup. Und das seht ihr zum Beispiel, wenn ihr Freelance geht, seht ihr hier, das ist das, was gerade aktiv ist. Hier wird nochmal der Nickname angezeigt, den ihr natürlich selbst definieren könnt. Hier seht ihr es Running. Die Bandbreite wird sich im Laufe der Zeit noch erhöhen. Das heißt, das sind ein paar Tage, das sind, glaube ich, 1,5 Monate, fast 2 Monate, was das misst. Ehe man eine optimale Bandbreite hat, dann kann man das claimen. Das habe ich gemacht. Und dann ist es quasi, gehört es jemandem. Hier seht ihr einen Test. Das bedeutet, das ist quasi mein Software-Relay gewesen. Das heißt, auf einen Miner, also ich hatte direkt eine Crank-Installation. Da könnt ihr auch dementsprechend laufen lassen. Habe ich jetzt deaktiviert. Das hat den einfachen Grund, wenn ihr das auf einem Hotspot installiert, funktioniert nur Port 9001. Wenn ihr zweimal mit Port 9001 rauskommunizieren wollt, ist es so, dass ihr einen High-Port bekommt. Das bedeutet, dass das dementsprechend auch nicht mehr funktioniert sozusagen. Das heißt, ihr müsstet dann das Port ändern für eins von den beiden Geräten. Deswegen habe ich mein Software-Relay abgeschaltet. Und hier ist es dementsprechend so, ihr müsst halt eben kein Relay dafür kaufen. Ihr müsst aber hier dementsprechend 100 Anyone-Token locken. Das heißt, dementsprechend hinterlegen, damit euer Software bzw. euer eigenes Relay dementsprechend auch funktioniert. Das ist halt eben wichtig. Ne? Ihr seht hier im Setup Guide gibt es hier nochmal das Relay Setup. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit auf unterschiedlichen Systemen wie zum Beispiel Debian, Ubuntu, Windows, macOS, SDK oder Docker dementsprechend halt eben nochmal quasi das Relay auf eurem eigenen System laufen zu lassen, auf dem Raspberry Pi etc. Und da seht ihr zum Beispiel hier nochmal unter Ubuntu zum Beispiel die Installation. Hier wird halt eben, hier geht man dementsprechend Schritt für Schritt durch, wie das Ganze funktioniert. Man kann das auch visuell bzw. virtuell, ist der richtige Ausdruck, auf dem Windows-System als VM sozusagen, also als virtuelle Maschine laufen lassen, funktioniert natürlich auch, etc. etc. Ihr könnt das auch auf einer Linux-Maschine installieren, Linux-System. Hier habt ihr dementsprechend den Installationspfad dazu und dann funktioniert das auch. Ihr müsst dann halt eben auch bei der Installation Nutzername, E-Mail-Adresse und halt eben eure Wallet angeben. Und dann erscheint der hier. Nur wie gesagt, wenn ihr das benutzt, also wenn ihr sagt, ich möchte mir das Relay nicht kaufen, sondern ich möchte selbst aufsetzen, geht das. Absolut kein Problem. Wird halt eben hier in der Anleitung erklärt. Nur ihr müsst halt eben hier 100 Anyone locken, damit das Ganze funktioniert. Also quasi staken, um es mal relativ auszudrücken. Und auch die Rewards sind deutlich weniger, wie wenn ihr ein Hardware-Wallet beziehungsweise das als Hardware benutzt. Ja, wir gucken mal uns die Rewards an. Das ist wahrscheinlich das Interessanteste für alle. Das heißt, ihr seht hier, hier wird das auch nochmal erklärt. Es gibt halt eben die zwei Möglichkeiten, eure eigene existierende Hardware dementsprechend umzubauen, beziehungsweise einen Docker drauf zu installieren, damit das läuft. Ihr seht es hier, das läuft auf fast jedem Gerät mit 2 Gramm, das heißt auf einem Raspi, keine Ahnung, 4, 5 läuft es definitiv und das ist halt eben quasi die Hardware dazu, das Relay, was ich unten habe, ist halt eben auch verhältnismäßig nicht allzu günstig, ich sage es mal ganz einfach so, aber es ist halt eben definitiv mehr. Also wenn ihr ein richtiges Relay von Anyone habt, habt ihr deutlich mehr Rewards, wie wenn ihr quasi eine Eigeninstallation vornehmt. Und wie gesagt, ihr müsst ja auch nochmal 100 Anyone staken, was aktuell auch nur um die 30 Euro sind. Also das ist in Ordnung. Hier wird es erklärt, wie es funktioniert. Register-Dashboard, das hatte ich euch auch dementsprechend eben gezeigt. Da wird aber auch momentan noch dran gearbeitet. Und hier auf der Seite wird es nochmal kurz erklärt. Ich bin gerade auf anyone.io/mine. Und hier seht ihr die schon mal Informationen zu den Rewards. Das heißt, es gibt zum einen die Baseline Rewards. Das heißt, 56% gehen an die Baseline Rewards. Und hier steht es auch nochmal, dass sich eure Bandbreite in den nächsten 56 Tagen dementsprechend erhöht bzw. gemessen wird.
Ich bin jetzt erst seit ein paar Tagen dabei, weil ich, wie gesagt, hier mit dieser Port-Problematik, was heißt nicht Problematik, sondern ich hatte quasi meinen Crank Miner auch das Port 9001 gegeben und auch Relay App 9001. Das heißt, mein Internetprovider hat gesagt, oh, 2 Geräte mit dem gleichen Port, hat hier automatisch einen High-Port draufgesetzt, also Port 14558, und da hat es halt eben nicht funktioniert, deswegen bin ich halt eben jetzt auch erst an dem Schritt. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Genau, auf mein. Und zwar seht ihr hier, das heißt, die 56 Tage, das dauert natürlich jetzt bei mir auch ein bisschen, ehe ich bei den 56 Tagen angekommen bin. Von daher wird es danach auch nochmal also quasi eine Information an euch geben, wie es jetzt quasi läuft. Und wichtig ist, also es gibt zum einen die Baseline Reward und zum anderen, was auch ein wichtiger Punkt ist, die Uptime. Das heißt, je länger euer Gerät online ist, beziehungsweise auch je länger das verfügbar ist, desto mehr Rewards wird es letztendlich geben, und was halt eben auch wichtig ist, ist auch Bandbreite. Das heißt, seht ihr auch nochmal hier, das heißt, je schneller euer Internetanschluss ist und je länger euer Gerät an ist, desto höher werden auch die Rewards, die ihr dementsprechend bekommt. Ihr seht hier auch nochmal den Schnitt. Das heißt Non-HW, also keine Hardware, das ist quasi, wenn ihr auf Linux so ein System laufen habt, seht ihr dementsprechend die Grund-Rewards am Tag. Das sind quasi 0,5 Anyone, das ist wirklich nicht viel. Wie gesagt, das sind die Grund-Rewards. Da kommt ja halt eben dann noch dazu eure Uptime und dementsprechend eure Bandbreite. Ihr seht hier, die Grund-Rewards bei der Hardware sind aktuell 1,5 Anyone. Das ist auch ohne jeglichen Bonus in Anführungsstrichen. Und das Exit Relay, das gucken wir uns eventuell auch nochmal an, ist aber momentan noch nicht aktiv. Ihr seht hier die Grund-Rewards quasi, wir sind jetzt hier quasi auf der Nicht-Hardware. Das heißt, jetzt, also aktuell im Q2, sind wir bei 0,5, was hier auch nochmal steht. Wie gesagt, das ist nur die Grundvergütung. Ab Q3 wird sich das dementsprechend auch erhöhen auf 0,831. Das bedeutet, dass ihr am Tag 0,831 Anyone Token bekommt. Das sind aktuell, ist es wirklich nicht viel. Wir gucken uns auch gleich den Preis nochmal an. Das ist quasi die Hardware-Geschichte. Ihr seht hier, im Q1 gab es ein Anyone am Tag, jetzt sind wir bei 1,549 am Tag. Also wie gesagt, die Grundvergütung. Und dann gibt es dementsprechend ab Q3 2,71 Anyone am Tag. Und ihr seht ja auch nochmal den Uptime-Score. Das bedeutet, je länger ihr dementsprechend mit am Start seid, desto höher geht auch die Rewards. Das heißt, desto mehr kommt mit dazu. Und ihr seht auch hier, die durchschnittlichen Rewards werden auch dementsprechend steigen. Ja, das ist quasi die Bestenliste von allen. Das bedeutet, ihr seht hier quasi die Top 30 Liste. Ich glaube, das sind ja sogar Top 50 Liste. Das sind die Relays, die relativ oder die am meisten verdienen. Das heißt, ihr seht hier auf Platz Nummer 1, der macht 8,75 Token innerhalb von 24 Stunden. Ihr seht ja auch nochmal, ein Typ ist Hardware, hat also quasi auch einen Anyone Relay. Ihr seht es hier, und das schlechteste von den Top 50 hat 4,23. Ja, vielleicht kommen wir auch irgendwann mal in die Statistik hier mit rein. Ich meine, wir haben nur einen 100 Mbit Anschluss, beziehungsweise ich habe nur einen 100 Mbit Anschluss. Aber wie gesagt, also ihr seht hier, dass es möglich ist, 7, 8, so ich sag mal 6, 7, 8 Token am Tag mit einem Hardware-Relay sozusagen zu machen. Wir gucken mal auf den Preis. Also ich hatte eben schon gesagt, bei einem Relay, was keine Hardware hat, also beziehungsweise schon, aber halt eben auf einem Linux-System läuft es weniger. Ihr seht, aktuell ist ein Anyone, also quasi ein Token, 31 $Cent wert. Ihr seht jetzt hier, ich habe mal den Jahreschart aufgerufen, weil ihr seht hier, was auch tendenziell möglich ist. Das heißt, also hier hat man schon mal im Dezember letzten Jahres hatten wir auch schon mal $2 sowas in der Richtung. Und aktuell sind es halt eben auch nur 31 Cent. Nichtsdestotrotz sieht es halt eben auch die letzten Tage gar nicht mal so schlecht aus. Ich meine, ihr wisst, wie es ist aktuell auf dem Kryptomarkt. Da ist halt eben relativ volatil momentan. Und wenn wir jetzt mal in die Statistik reinschauen, hier auf meinen, seht ihr, er mit seinen 8,75. Wir können das ja mal ganz kurz gucken. 8,75. Halt, ja, das wäre es ja. Seht ihr hier
2,79 am Tag. Wenn wir mal von 4 ausgehen, was schon relativ weit unten ist, sind wir bei 1,28 am Tag. Das heißt, könnt ihr ungefähr rechnen, was bei rumkommt. Aktuell haben wir eine Baseline von 1,5. Das bedeutet, das sind knapp 50 Cent am Tag, wo halt eben auch dementsprechend noch die ganzen Bonis dazukommen, was ich ja eben gesagt habe. Also auch nochmal dementsprechend die Uptime und was halt eben auch noch kommt, was ich eben gesagt habe. Wenn ihr hier auf Home geht in eurem Anyone, ihr seht hier die Flex. Das heißt, hier kommt dementsprechend noch mehr dazu. Desto mehr Flex ihr dementsprechend habt, desto mehr Rewards wird es letztendlich auch geben. Ja, wir gucken nochmal uns den Preis an und danach gucken wir uns auch nochmal das Thema Sicherheit an. Also aktuell, ihr seht es hier, also ich selber bin, ich bin immer mit Enchantment soweit zufrieden gewesen. Ihr seht hier, ihr habt die Möglichkeit in Anyone quasi einen Pre-Order zu machen. Das Teil kostet $400. Hallo, da sind noch keine Steuern dabei. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Ich habe dazu natürlich auch noch einen Rabattcode für euch natürlich am Start. Wenn wir jetzt mal hier in den Warenkorb reingehen, seht ihr hier mit dem Code CryptoStars kriegt ihr nochmal $20 Rabatt. Das heißt, ihr seid bei $380. Hier kommt aber auch dementsprechend Steuern mit dazu. Das heißt, die Einfuhrumsatzsteuer, die ihr bezahlen würdet, wenn ihr direkt bei Anyone bestellen würdet, ist hier schon mit dabei. Das heißt, $452 ist der Preis, da kommen noch $6 Versand dazu, $458 bzw. $460 grob aufgerundet, kostet der ganze Spaß. Aber ich bin halt eben, was Anyone angeht, eigentlich gut gestimmt, weil wenn ihr dementsprechend mal seht, was die Leute, wo ist das Dashboard hin, was die hier so machen am Tag, $2 bis $3, da ist das Teil auch verhältnismäßig, also wenn man in den Genuss kommt, in die Hall of Fame zu kommen, dann ist der Return on Invest auch relativ schnell erreicht. Nichtsdestotrotz möchte ich euch keine Hoffnung oder irgendwas machen. Schaut euch hier die Grundrewards an, ihr müsst erstmal von den Grundrewards ausgehen. Aber auch diese, seht ihr hier, werden Perspektive steigen und das ist, finde ich, relativ gut, beziehungsweise richtig gut, um hier dementsprechend den Return on Invest zu erreichen, weil wie gesagt, rechnet man mit $460, dann gehört das Gerät quasi euch. Und wie gesagt, mit dem Code CryptoStars bekommt ihr auch nochmal $20 Rabatt. Ja, zum Schluss, es ist ja immer wieder so, dass wir über das Thema Sicherheit sprechen, weil Anyone ist halt eben ein VPN-Service. Das bedeutet, dass halt eben andere über eure IP-Adresse irgendwas aufrufen können sozusagen und Anyone funktioniert da ein bisschen anders. Also wenn ihr jetzt, also wir sind jetzt hier bei anyone.io/network, hier wird das dementsprechend auch nochmal erklärt, wie das funktioniert. Das heißt, ihr seht hier dein Device, die Relay-Hardware beziehungsweise ein SDK-enabledes Produkt, also was mit SDK funktioniert. Ihr seht ja quasi, es gibt einen Directory, wo quasi, also sowas ähnliches wie ein Active Directory, wenn euch das dementsprechend auch was sagt. Und ihr seht das Anyone Network und ihr seht dann dementsprechend hier, das ist die Website, die zum Schluss aufgerufen wird, wenn ihr zum Beispiel das System nutzt, um zum Beispiel auf YouTube oder irgendwas zuzugreifen. Ihr seht hier 1, 2, 3, das heißt, das System arbeitet mit einem 3-Hop-System. Das bedeutet, es wird, wenn ihr zum Beispiel das nutzen solltet, was ihr auch kostenlos machen könnt, dann werdet ihr über das Anon Network, wo zum Beispiel auch mein Relay mit dabei ist, werdet ihr über 3 Hops quasi geworfen. Das heißt, 3 unterschiedliche IP-Adressen werdet ihr drüber geroutet, um zum Beispiel auch eine Nachvollziehbarkeit schwieriger zu gestalten. Ich sage es mal ganz einfach so, das wird auch hier nochmal erklärt, das ist quasi ein verschlüsseltes 3-Hop-Routing. Also wenn das jemand benutzt, wird man automatisch über 3 Nodes geworfen. Und hier habt ihr Proxy Any Application, das heißt, selbst wenn jemand mit eurem Relay dementsprechend da drüber den Hop kriegen sollte, dann wird mit dieser Applikation nochmal ein Proxy verwendet. Das heißt, eure Public IP-Adresse, also eure Residential IP-Adresse, sollte im Normalfall nicht wirklich angezeigt werden, beziehungsweise wird verschleiert. Das ist halt eben der kleine Unterschied zwischen zum Beispiel Honeygain oder Mysterium oder wo man halt eben den Traffic kaufen kann. Das ist auch dementsprechend hier nicht wirklich vorgesehen, beziehungsweise das funktioniert ja auch ein bisschen anders. Ihr seht hier, man kann halt eben das System nutzen, trotzdem Webproxys. Und das Ganze ist auch mehr oder weniger so ein bisschen auf SDK ausgelegt. Ja, also von daher ist es nicht wirklich, es gibt keine Seite, wo man halt eben sagt, okay, ich zahle $20 für einen anonymen Zugang, das gibt es hier nicht. Nichtsdestotrotz
ein gewisses Risiko bleibt, das möchte ich auch nicht verheimlichen, das wisst ihr, selbst mit dieser Technologie, ein 3-Hop-Routing beziehungsweise nochmal eine vorgeschaltete Proxy-Applikation, nichtsdestotrotz VPN-Zugriff, beziehungsweise wenn ihr so ein Relay zur Verfügung stellt oder Daten, es kann dazu kommen, dass das missbraucht wird, es muss aber nicht, dem solltet ihr euch bewusst sein, wenn ihr euch da unsicher seid, lasst bitte die Finger davon, da seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, jetzt habe ich genug geschwafelt, was das angeht. Wie gesagt, Installation haben wir uns angeguckt. Wir waren auf dem Relay dementsprechend drauf gewesen. Und auch die Rewards haben wir uns angeschaut. Ihr seht hier, was potenziell oder tendenziell möglich ist. Nichtsdestotrotz geht bitte erstmal von den Baseline Rewards aus, was halt eben aktuell 1,5 sind. Dann halt eben ab Q3 2,71 plus auch dementsprechend nochmal der Uptime-Score. Das bedeutet, das kommt dann nochmal zusätzlich oben drauf. Also je länger ihr dabei seid, je schneller eure Internetverbindung ist, desto mehr Rewards werdet ihr auch dementsprechend bei Anyone bekommen. Jetzt habe ich genug erzählt. Das Video ist eigentlich schon wieder viel zu lang. Wenn, guckt es euch an. Wenn nicht, dann ja, wahrscheinlich habt ihr es bis jetzt schon geschaut. Ansonsten soll es das Film erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.